Groß, grün und geräuschlos. Elektrische Lastwagen haben sich in kurzer Zeit von absoluten Exoten zu einer nachhaltigen und marktwirtschaftlichen Alternative für Schweizer Transportunternehmen entwickelt. Mehr E-Fahrzeuge brauchen auch mehr Ladepunkte, so wie hier bei der Agrola in Konolfingen im Kanton Bern. Komplett für uns neu ist, dass wir hier am Standort die erste E-Lkw-Schnellladestation haben. Bis 600 Kilowatt, auch mit einem innovativen Kühlsystem. Die Technik ist für die Agrola bekannt. Beim Auto bekannte sie sich schon vor gut 10 Jahren zur E-Mobilität. Wir haben angefangen 2016 mit dem Auf- und Ausbau von Schnellladestationen an den Agrola Standort. Wir haben natürlich relativ früh Zeichen von der Zeit erkannt, dass es einen Wechsel wird geben in dieser ganzen Mobilitätswende. Und für uns ist es eine Art logisch und eine Konsequenz, dass man Schnellladestationen baut für Lastwagen. Die langjährige Erfahrung mit Elektroautos hilft auch bei dieser neuen Art Ladestation, jedoch nur bis zu einem gewissen Grad. Denn der E-Lkw hat spezifische Anforderungen, die beim Bau eines Schnellladers berücksichtigt werden müssen. Das Erste und das Wichtigste ist sicher der Standort, weil der Lastwagen kann nicht einfach sagen, ja, ich mache einen 10 Minuten Umweg, um an die Ladestation zu kommen. Dann ist halt die Ladestation selber ein grösseres Ausmaß als jetzt einfach eine PW-Ladestation. Und nachher, er braucht viel Platz zum Rangieren, man braucht dann auch einen grossen Platz. Und Platz braucht nicht nur der Lastwagen, sondern auch die große PV-Anlage. Sie stellt den Strom her, der in die Lkw-Batterien fließt. Das ist wichtig. In der Agrola-Strategie muss die benötigte Energie zum größten Teil aus einer nachhaltigen Produktion kommen. Konolfingen ist ein Vorzeigeprojekt, bei dem man sieht, wie sich die scheinbaren Gegensätze eines hohen Strombedarfs und einer umweltschonenden Produktion vereinigen können. Wir haben hier ein Arealnetz zusammen mit der Gemeinde. Wir produzieren auf den Dächern vom Feuerwehrmagazin und von unserer Tankstelle Strom. Wir speichern das. Und wenn dann ein Fahrzeug kommt, kann die Batterie das in höherer Leistung direkt an die Ladestation abgeben. Durch die Speichermöglichkeit, die wir haben, können wir einen Eigenverbrauch von der produzierten Solarenergie von gegen 90% garantieren. Das System nennt sich Microgrid und es versorgt nicht nur die Lastwagen, sondern auch das ganze Areal mit Solarstrom. Mit dem Microgrid sorgen wir dann für die ideale Versorgung von allen Verbrauchern, Waschanlage, Tankstelle, Shop, Feuerwehrmagazin. Das System hat sich bereits an anderen Standorten bewährt und wird hier erstmals mit einem Lkw-Schnelllader kombiniert. Doch braucht es das überhaupt? In den letzten Jahren haben die Schweizer Transportunternehmen nämlich selbst massiv in die Elektromobilität investiert und ihre eigene Ladeinfrastruktur aufgebaut. Also sie haben sicher eigene Netze, sie bauen das eigen auf, aber für uns ist wichtig, dass man eben im ländlichen Raum eben auch Schnellladestationen hat für Lastwagen. Da gibt es uns nicht. Ich sage mal, die Hauptverkehrsachsen die sind ja gut erschlossen mit der Ladeinfrastruktur. Die Herausforderung wird immer sein, dass wir genügend Infrastruktur auch im ländlichen Raum haben und auch die Möglichkeiten für Zwischenladungen nicht nur von den grossen 40-Tonner, sondern auch die ganzen Lieferwege von der Post, von diesen ganzen Kurierdiensten. Irgendwo müssen die Reichweite haben und für das bauen wir das. Und das ist für uns wirklich auch eine Nische, dass wir die Möglichkeit auch bieten können, für eine Zwischenladung zu machen, in einer kurzen Zeit. Diese Nische wird voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter wachsen. Die Agrola investiert darum jetzt, damit sie für mehr elektrische Lastwagen bereit ist.
Letztlich ist die Elektromobilität jede Investition, im Moment eine Investition in die Zukunft. Dass es dabei auch eine gewisse Übergangsphase gibt, in der man alles anbieten muss, ist klar. Schlussendlich entscheidet der Kunde, mit dem einem Lastwagen er kommt, ob Diesel oder eben Strom. Ganz genau kann natürlich niemand vorhersagen, in welcher Geschwindigkeit der elektrische Güterverkehr weiter anwächst. Darum sind die Microgrids so gebaut, dass man sie schnell und effizient vergrößern kann. Wir schauen es auch als Auftrag an, für unsere Lande ein Konzept zu bieten, das eben die Lande umsetzen kann und auch in Zukunft schlussendlich ein gutes Angebot hat. Das Angebot wird weiter wachsen. Konolfingen ist der Startschuss für viele weitere Lkw-Ladeplätze mit Microgrids in ländlichen Gegenden.